Was geht ab, Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder den Marco am Start. Und es gibt heute mal ein kleines Q&A, und zwar habe ich euch ja gefragt, was ihr ihm gerne für Fragen stellen wollt. Und ja, ich habe jetzt mal die interessantesten Fragen rausgesucht, die auch die meisten Likes hatten. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder hast du Bock? Gerne, natürlich. Fragen zu beantworten. So, die erste Frage ist, haben viele gefragt, ob du noch was mit Leber zu tun hast, oder seid ihr noch in Kontakt? Relativ selten, muss ich sagen. Also klar, wo er in Dortmund gespielt hat, haben wir natürlich sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Die erste Zeit, so ein bisschen danach, haben wir schon noch ein bisschen geschrieben gehabt, wo er dann gewechselt ist. Aber momentan ist eigentlich nur, wenn wir uns dann wiedersehen, und Okay. wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Und ja. Und wer war für dich so der unangenehmste Verteidiger, gegen den du bisher gespielt hast? Fällt dir da was Spezielles ein, oder ist es immer was anderes schwer? Oder? Der schwierigste Verteidiger, also klar, wenn du mal Champions League Halbfinale oder Finale spielst, dann hast du natürlich nur gute Verteidiger, aber es gibt auch in der Bundesliga sehr, sehr gute Verteidiger. Wir haben natürlich schon sehr, sehr gute Verteidiger, aber so einen speziellen, muss ich sagen, gibt's jetzt ehrlich gesagt nicht. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Ja, aber jetzt so den besten würde ich jetzt, oder kann ich jetzt gar nicht rauspicken. Also nicht so wie bei FIFA, dass du sagen kannst, ey, der ist der Beste, der Zweitbeste. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also jeder hat seine eigenen Stärken, muss man wirklich sagen. Natürlich, wenn du schon so lange dabei bist, dann kennst du auch deren Schwächen eigentlich, und, aber auch natürlich deren Stärken. Von daher ja, ist es schwierig zu sagen, aber es gibt schon sehr, sehr gute Verteidiger auf jeden Fall. Okay. Dann haben noch viele gefragt, was deine Meinung über Moukoko ist, wie weit du den schon in deinen Augen siehst bisher, was aus dem werden könnte. Persönlich hoffe ich natürlich, dass er so weitermacht wie bisher. Einfach, dass das Wichtigste einfach in dem Alter ist eigentlich, dass du gesund bleibst und dass du natürlich spielst. Ich glaube, in dem Alter ist Spielpraxis, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Jetzt kommt er halt so langsam wirklich richtig zu uns und ist dann fester Bestandteil auch von uns, und dann muss er einfach schauen natürlich, dass er auf seine Einsätze natürlich auch kommt, was natürlich nicht immer leicht ist. Von daher würde ich jedem jungen Spieler einfach raten, dass er spielen muss. Wie das dann kommen wird, das können wir beide leider nicht entscheiden. Das liegt dann in der Hand des Trainers. Aber er hat natürlich unheimlich gute Ansätze, mit viel Tempo, eine gute Technik. Torabschluss ist sehr, sehr gut für sein Alter. Und ja, aber wie bei jedem Spieler, egal ob er 15, 16 oder 35 ist, man kann immer was dazulernen, und genauso ist es bei Yusufa auch. Ja. Und dann zu der nächsten Frage. Wie war das Gefühl, als du das erste Mal als Profi spielen konntest? Also was hattest du da für Gedanken dabei? Was war das für ein Feeling, sage ich mal, das erste Mal zu wissen, du bist jetzt Profi, zockst jetzt? Dein erstes Spiel, erinnerst du dich noch dran? Ja, Oder? Natürlich. Also in mein erstes Bundesligaspiel, ja, natürlich, auf jeden Fall. Es war gigantisch. Das Spiel war gegen Bochum, mit Gladbach noch auswärts. Ich glaube, wir haben unentschieden gespielt, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich wurde eingewechselt, und ja, ist einfach ein geiles Gefühl. Ich meine, du hast noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt, und es ist ein ganz surreales Gefühl irgendwie, muss ich sagen. Aber auch da gewöhnt man sich relativ schnell daran, an die Atmosphäre, an die Beschimpfungen vielleicht auch. Aber natürlich zu Hause macht es natürlich am meisten Spaß zu spielen. Aber es ist einfach ein gigantisches Gefühl, und dieser Moment ja, wird ein Leben lang, glaube ich, in Erinnerung bleiben, und vor allem positiv. Ja. Das hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Wie ist das für dich, wenn du nach einer Verletzung zurückkommst? Oder ist das für dich auch, sage ich mal, ein Moment, wo du ein bisschen psychisch belastet bist? Oder kommst du dann noch stärker zurück? Oder wie gehst du damit um, sage ich mal? Was haben ja viele, dass sie im Leben einen kleinen Rückschlag bekommen oder so und dann wieder stärker zurückkommen müssen. Hast du da eine besondere Methode, wie du mit sowas umgehst? Oder? Was heißt eine besondere Methode? Also einfach mein Lebensstil, einfach trotzdem positiv zu bleiben, trotzdem glücklich zu sein, und zu wissen, dass es schlimmere Sachen auf dieser Welt gibt, als vielleicht verletzt zu sein, ja, und seinen eigentlichen Job nicht ausführen zu können. Aber nichtsdestotrotz ist es in dem Moment natürlich nie ein schönes Gefühl, der Mannschaft nicht helfen zu können und persönlich nicht am Platz stehen zu dürfen. Von daher ist natürlich immer der Moment, wenn du dann zurückkommst, wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst, immer ein besonderer Moment, und da spürst du natürlich
einfach die Vorfreude auch auf die kommenden Aufgaben. Aber ansonsten eigentlich, was das Mindset betrifft, einfach positiv zu bleiben, nicht aufzugeben und einfach weiter immer zu pushen, bis es nicht mehr geht. Ja. Und jetzt eine Frage außerhalb vom Fußball. Haben viele gefragt, was du in deiner Freizeit gerne machst. Außer mit Familie unterwegs sein und sowas. Hast du noch andere Sachen wie, keine Ahnung, Golf spielen oder sowas? Ja, speziell jetzt wegen der Corona-Zeit natürlich gar nichts davon. Ja, klar. Nur von der ersten Sache halt viel mit meiner Tochter bzw. mit meiner Familie Zeit verbringen. Ansonsten mache ich eigentlich die gleichen Sachen wie jeder andere Mensch auch. Gehe gerne was essen, gehe gerne ins Kino, mache gerne andere Sportaktivitäten, Tennis, Badminton, Bowling, also was alle anderen eigentlich auch machen. Von daher eigentlich ganz normal. Auch mal so einen entspannten Abend, bisschen Serie schauen und sowas. Ja, selten. Auf entspannt. Ja, ich bin Serien-Junkie. Natürlich relativ oder sehr, sehr viel unterwegs. Von daher haben wir da sehr, sehr viel Zeit und ja, habe da schon einige Serien natürlich auch geschaut. Da wollten noch viele wissen, wer ist so für dich in deinen Augen der Beste der Welt zurzeit? Oder was sagst du, Ronaldo, Messi? Oder wie ist da deine Einschätzung? Ich muss sagen, momentan ist es schon ein bisschen schwierig, weil natürlich Messi, Ronaldo haben über 10 Jahre, glaube ich, einfach dominiert und auch zu Recht dominiert. Ich meine, das kann man gar nicht genug hochloben oder den beiden bewirkt eigentlich so viel Wertschätzung eigentlich für die Jahre, die sie auf diesem Niveau einfach gespielt haben oder spielen und mit so vielen Toren und so viel gewonnenen Titeln. Das ist schon unglaublich, über Jahre hinweg einfach dieses Niveau zu halten oder noch besser zu werden. Von daher werden sie immer einer der besten Spieler des Planeten sein und auch bleiben. Wer jetzt momentan der Beste ist, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass momentan schon ein paar Spieler auch neu dazugekommen sind. Ja. Viele junge Spieler auch, die ein gewisses Niveau auch erreicht haben. Aber natürlich glaube ich schon, dass für mich persönlich Messi sowieso der beste Spieler in meinen Augen ist und dann einfach dicht gedrängt natürlich mit Cristiano dahinter und ja, dann kommen natürlich Neymar, Mbappé etc. Van Dijk, Salah, der unheimlich eine gute Entwicklung genommen hat. Ja. Und generell, wie gehst du mit Druck um? Oder wenn du zum Beispiel so einen wichtigen Elfmeter schießen musst, hast du da, keine Ahnung, bist du da schon gewohnt oder ist das immer wieder eine neue Situation für dich? Oder? Augen zu und durch. Ja. Nein. Nein, natürlich. Also gewisse Situationen hast du natürlich schon in deinem Fußballerleben schon kennengelernt. Aber es gibt natürlich noch andere Situationen, die du noch nicht kennengelernt hast, in besonderen Spielen vielleicht. Aber einfach positiv bleiben, an sich glauben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und dann einfach wirklich an die Fähigkeiten glauben, ne? Und sich auch schon bildlich vorstellen, wenn man das Tor macht, den Elfmeter reinmacht etc., dass man dann einfach ein Tor geschossen hat und dass die Leute sich freuen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Dann haben viele noch gefragt, ob deine Tattoos eine bestimmte Bedeutung haben oder sind die einfach rein optisch? Alle Tattoos, mein neues Tattoo ist von meiner Tochter. Ja, von daher haben natürlich alle Tattoos eine Bedeutung. Mhm. Dann die letzte Frage, wollten viele wissen, wer ist so bei euch in der Mannschaft so der Klassenclown, der immer ein bisschen für Aufruhr sorgt oder ein bisschen Faxen macht in der Kabine mal vom Spiel oder so? Da haben viele auf Haaland getippt und Sancho oder ist das was ganz anderes? Komplett Ne? Ja. Also es gab eigentlich bis vor kurzem, der eine hat sich dahin zuentwickelt, aber bis vor kurzem war es eigentlich nur Rafa, muss ich sagen. Okay. Selten jemanden kennengelernt oder mit ihm zusammengespielt, der so verrückt ist. Und neu dazugekommen ist Mo Dahoud. Ah, okay. Ja, den sollte man sich auch merken, den Namen. Auch ein sehr, sehr verrückter, positiver Junge. Aber ich glaube, Rafa ist schon jemand, der Top 1 ist. Perfekt, dann super. Danke dir fürs Interview, Gerne. für die Fragen. Ja. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir verabschieden uns. Macht's gut, haut rein und ciao!